Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister in Islam, ich habe in diesem Monat Ramadan eine Akte vorbereitet, was ich inshallah vorhabe auch als Präsentation euch vorzustellen. Die Akte heißt Ramadan ist eine Schule. Das heißt, wahrscheinlich am Freitag oder spätestens am kommenden Samstag werden die Zeugnisse für die Teilnehmer der Ramadan-Mitglieder oder Kandidaten verteilt. Und es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Es gibt die versetzt worden sind und es gibt Leute, die leider nicht versetzt worden sind. Was war das Ziel vom Ramadan? Was wollten wir erreichen in Ramadan? Und Alhamdulillah, wir haben noch vor uns wahrscheinlich 3 Nächte. Und diese 3 Nächte solltet ihr wirklich jetzt richtig verstehen und profitieren. Aber bevor wir Ramadan verstehen oder das Fasten, müssen wir erst die Geschichte von Fasten wissen. Das Fasten hat eine Geschichte, liebe Geschwister, und leider viele kennen gar nicht die Geschichte. Was ist die Geschichte von dem Fasten? Wie hat es angefangen? Wo hat es angefangen? Mit welchen Nächten hat es angefangen? Und was hat Mekka mit Fasten zu tun? Was hat Qur'an al-Karim mit Fasten zu tun? Was hat die Höhle Hira im Jabal al-Nur, in dem Berg des Lichtes zu tun? Was haben die Türen zu tun mit Fasten? Was haben die Ketten zu tun mit dem Fasten? Wenn ihr diese Sache nicht verstanden habt und ihr fastet, ihr macht das Minimalste. Das Minimalste ist vom Essen und Trinken und vom Gelüsten fernbleiben. Vom Fajr bis zum Sonnenuntergang. Wer das tut, der hat gefastet, äußerlich. Bei Allah Azza wa Jalla. Ob das wirklich ein Fasten ist, wird am jüngsten Tag rauskommen. Aber das minimale Fasten ist, der hat nichts anderes getan, außer vom Essen, Trinken ferngeblieben, natürlich mit der Absicht für Fasten. Und er hat seine Gelüste kontrolliert. So hat er das bis Maghrib, hat er das geschützt, bewahrt, im Sack sich festgehalten. So hat er sein Fasten erfüllt, äußerlich. Aber wie gesagt, der Islam berichtet uns, dass das Fasten hat eine Geschichte. Und Allah Azza wa Jalla hat diese Tat Fasten gesagt, As-siyamu li wa ana ajzi bihi yatruku shahwatuhu wa ta'amuhu wa sharabuhu min ajli, sagt alayhi salatu wassalam, dass der Allah Azza wa Jalla gesagt hat, der Diener verlässt sein Essen, sein Trinken, seine Gelüste wegen mir. Was-siyamu li. Und das Siyam gehört mir. Wa ana ajzi bihi. Und ich werde das belohnen. Warum? Weil Fasten ist das einzige Tat, obwohl alle Taten, Anbetungen werden für Allah gemacht. Aber Allah hat von so vielen Hunderten, Tausenden Anbetungen nur das Fasten für sich zugeschrieben. Das Gebet ist auch, was Allah Azza wa Jalla uns vorgeschrieben hat, das 5-malige Gebet. Aber er hat nicht gesagt, das Fasten, das Gebet ist für mich. So, er hat gesagt, das Fasten gehört mir. Warum? Weil wenn der Mensch Anbetungen macht zu anderen außer Allah, Teilhaber zuschreibt zu Allah Azza wa Jalla, dann was tut er? Er macht Verbeugung, er macht Niederwerfung, er betet für den Götzen, für den Kreuz, für den Tier, für den Herrscher, für andere, er betet auch. Aber habt ihr gesehen, dass jemand kommt zu einem Pharao und sagt, ich habe für dich gefastet? Weil Fasten kann keiner kontrollieren, außer Allah Azza wa Jalla. Jetzt, jemand kann dir sagen, ich faste. Er kann dabei lügen und kann auch die Wahrheit sagen, du weißt es nicht. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith al-Qudsi, As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Das Fasten gehört mir und ich werde das belohnen. Wal hasanatu bi ashri amsalha. Und jede Tat, gute Tat, wird 10-fach belohnt, außer das Fasten. Diese Belohnung wird Allah Azza wa Jalla geben und die Menge und die
Zahl und das Volumen der Belohnung und das Gewicht der Belohnung kennt nur Allah Azza wa Jalla. Unvorstellbar, unbegrenzt. Deswegen kennst du die Geschichte vom Fasten. Hast du überhaupt verstanden, wie das Fasten angefangen hat? Was ist gemeint mit den Türen? Welche Tür hast du aufgekriegt und welche Tür hast du geschlossen? Hast du die Ketten verstanden, warum die Teufel jetzt in Ketten angelegt sind? Und was ist im Koran wird Salasila, die Ketten, sehr viel erwähnt im Koran. Wird viel erwähnt. Allah sagt, nimmt ihn und bindet ihn an Ketten. Und diese Ketten sind 70 Ellen dick und breit. Warum sagt er das? Was bedeutet im Koran Silsila, diese Kette? Jeder, der in Dunya seine Verantwortung nicht erfüllt hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, er bekommt die Ketten. Er wird die Ketten bekommen. Guck, es gibt Türen aus Holz, es gibt Türen aus Glas, es gibt Türen, die sind alt, es gibt Türen, die sind neu, es gibt Türen, die sind breit, es gibt Türen, die nennen wir nicht mehr Tür, sondern wir nennen das Tor, ist viel größer, gibt es verschiedene Arten. Und es gibt Türen der Himmel, liebe Geschwister. Und diese Türen der Himmel ist gewaltig. Was ist gemeint mit den Türen? Und diese Tür ist geöffnet und kommt herunter Barmherzigkeit Gottes. Diese Rahma, Barmherzigkeit, wer das trifft, ihm wird alle seine Sünden vergeben. Ihm werden alle seine Sorgen weggemacht. Ihm werden eine schöne Leben garantiert. Deswegen, was möchte von uns Ramadan? Allah Azza wa Jalla sagt, Ja ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal-ladhina min qablikum. O ihr Gläubigen, auf euch wurde das Fasten geschrieben als eine Bestimmung, eine Pflicht gemacht, eine Bestimmung, eine Verordnung, wie es vor euch bestimmt war. Für wen? Für die Juden und die Christen, die Leute der Schrift. Warum? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Damit ihr gottesfürchtig werdet. Weil die anderen haben das nicht geschafft. Guck mal, sie haben gefastet, aber sie haben am Ende keine Taqwa bekommen. Deswegen Allah sagt, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Heißt nicht, dass alle das bekommen werden. Wer wirklich Ramadan verstanden hat und das Geheimnis von Ramadan entschlüsselt hat und verstanden hat, dass Ramadan besteht nicht nur aus Essen und Trinken und Gelüsten fernbleiben, sondern Ramadan ist, dass ich das Gottesfürchtigkeit, und dieses Wort eigentlich Taqwa, Gottesfürchtigkeit auf Deutsch ist falsch übersetzt, weil Gottesfürchtigkeit ist christliches Wort, ist kein muslimisches Wort. Deswegen, wenn du sagst Gottesfurcht, ist ganz was anderes als Taqwa. Taqwa ist, du sollst dich verschonen. Verschone dich. Nicht fürchte dich, sondern verschone dich. Du sollst dich verschonen vor der großen Strafe, vor der Höllenfeuer. Deswegen, heute wird das als Gebrauch genommen, Gottesfurcht, und wir alle nennen das Gottesfurcht. Normalerweise Taqwa ist viel, viel gewaltiger Bedeutung auf Deutsch als das Wort. Das heißt, das Sinn und Zweck als Muslim, wir sollen Taqwa besitzen. Unsere Vorgänger, sie haben das nicht geschafft. Obwohl Allah ihnen lange Leben gegeben hat. Wie viele Jahre schafft ein Mensch Ramadan zu erleben? Maximal 60 Jahre, 80 Jahre, dann ist er tot. Aber sie hatten tausende Jahre Leben, tausende Ramadans und trotzdem nicht geschafft, Taqwa zu bekommen. Deswegen denk ja nicht, dass du bist in Islam und du wirst auch so bleiben. So hat a.s. uns eine Regel gebracht. Als die Sahabe das gehört haben, haben sie Schock bekommen. Der Gesandte bittet Allah und sagt, oh, unser Herr Allah, der die Herzen dreht, wie er möchte, mache unsere Herzen standfest in der Religion. Daraufhin die Sahabe haben gesagt, ja Rasulallah, gibt es etwa, nachdem wir dir geglaubt haben, nachdem wir geglaubt haben an Qur'an und Karim, dass wir vom Glauben rausfallen können? Daraufhin hat der Gesandte a.s. gesagt, wisst ihr denn nicht, dass die Herzen der Menschen zwischen den Fingern Allah ist und er dreht sie, wie er möchte?
Wisst ihr nicht, dass das Wort Qalb kommt vom Wandeln, drehen, schnell drehen und dreht sich schneller wie das brodende Wasser. Wenn das Wasser kocht, dann brodelt das und das Wasser dreht sich und das Herz dreht sich noch schneller als das kochende Wasser, liebe Geschwister. Wisst ihr nicht, sagt a.s.w., wenn ein Wind kommt an einem Baum und das Blatt schaukelt, die Blätter von dem Wind werden nach Osten, nach Westen, nach Norden, Süden gedreht, so schnell wird das Herz gedreht. Deswegen Ziel war, dass wir die Geschichte vom Fasten kennenlernen. Dass wir wissen, was ist gemeint mit Mekka und Fasten. Was hat Koran mit Fasten zu tun? Was hat die Tore mit Ramadan zu tun? Was hat Ketten mit Ramadan zu tun? Und warum will Allah von uns Taqwa haben? Das ist die wichtigste Frage. Deswegen, Ramadan ist eine Schule. Darüber habe ich eine geschriebene Präsentation gemacht, inshallah, was ich euch zeigen möchte. Dauert 40 Minuten. Wer diese Präsentation gesehen hat, ich glaube, er wird wünschen, hätte ich noch 30 Tage Zeit gehabt, Ramadan von null anzufangen. Ich sage, du hast noch Zeit. Auch wenn wenig geblieben ist, genügt schon, dass du inshallah in den kommenden 2 Nächten die Ramadan-Schule mit Bestanden absolvierst, inshallah. Denn Ramadan ist eine Schule. Und wisst ihr, warum sollen wir Taqwa haben in Ramadan? Und unsere Vorgänger haben es nicht geschafft. Warum sollen wir Taqwa haben? Ganz einfach. Die Antwort antwortet Allah Azza wa Jalla im edlen Buch Qur'anul Karim selber. Er sagt, bei mir, die wertvollsten sind wer? Die Leute, die Taqwa haben. Das heißt, jeder hat einen Wert. Und auch bei Allah hast du einen Wert. Und dein Wert ist bei Allah, wird angemessen nach Taqwa. Und wenn du diese Taqwa nicht hast, dann hast du bei Allah keinen Wert. Auch wenn dein Vater ist ein Prinz, auch wenn dein Vater ist ein Millionär, auch wenn dein Vater spricht 100 Sprachen und hat gute Familie gehabt, alles nützt dir nicht. Das heißt, bei Allah, die Geretteten, sind nur die Leute, die Taqwa haben. Deswegen der erste Unterricht in Ramadan, was Allah Azza wa Jalla, ich will Taqwa haben, ich will der Geehrteste sein bei Allah Azza wa Jalla. Allah sagt, Inna akramakum indallahi atqakum. Der Gottesfürchtige, der Edelste, der Geehrteste unter euch ist derjenige, der Muttaqi ist, der diese Gottesfurcht besitzt. Und ich habe gesagt, dieses Wort Gottesfurcht ist falsch, ist ein christliches Wort und wurde im Arabischen nicht richtig übersetzt im Deutschen. Aber wir benutzen dieses Wort, wir nennen Muttaqi. Diese Muttaqi, der sich verschont hat. Das heißt, er hat verschönert sein Herz für Allah. Du musst dein Herz verschönern. Wie? Durch Iman, durch Ilm und durch Ihsan. Wenn du hast diese Sachen, Wissen, du hast diesen Glauben und du hast diese Gutmütigkeit, dann hast du deine innerliche Welt, dein Herz verschönert. Wenn du dein Herz schön gemacht hast, dann hast du bei Allah einen Wert bekommen. Wie du für die Menschen deine äußerliche schön machst. Jemand, warum macht er sich äußerlich schön? Damit er bei den Menschen schön gefunden werden soll. Ganz einfach. Deswegen der erste Schritt, und ich beende auch, ist schon das Gebetszeit. Das erste Unterricht, was du lernst in Ramadan, ist 2 Sachen. Und morgen erzähle ich die anderen. Was sind die 2 Sachen? Erste Sache, Allah sagt, du musst deine Versorgungswege erstmal abtrocknen lassen. Du hast Nefs, dein Ego. Dieser Nefs ist unkontrollierbar. Den musst du erstmal abschalten. Wie kann ich meinen Nefs abschalten? Allah verlangt, dass du fasten sollst. Denn das Fasten hilft dir, deinen Bauch und deine Gelüste zu kontrollieren. Das ist die erste Schule. Deswegen ist unser Ziel durch das Fasten, dass wir unseren Nefs kontrollieren. Warum? Weil dein Herz, wem gehört dieses Herz? Allah. Zwischen dir und deinem Herz ist Allah Azza wa Jalla. Und er dreht den Herz, wo er möchte. Aber zurzeit, dein Herz ist Spielzeug geworden von deinem Gelüste. Guck, was wünscht deine Gelüste. Schau, was dein Herz will heute. Wem gehorcht dein Herz?
folgt nur die Gelüste der Menschen. Deswegen, das Herz muss befreit werden. Um die Befreiung stattfinden zu können und damit das Herz leuchten kann, damit das Herz seinen Platz bekommt, wo es gehört, bei Allah gehört das Herz, dann muss erstmal diese Nefs ausgetrocknet werden. Deswegen, wir fasten mit Bauch, dass wir nicht mehr Nahrungsmittel einnehmen, und wir fasten auch mit Gelüsten, achten auf unsere Gelüste und auf unsere Blicke, auf unsere Hände, auf unsere Zunge, damit wir das Ziel erreichen. Und wer das erste Schritt nicht geschafft hat, immer noch sich vollstopft im Ramadan und immer noch auf seine Gelüste hinterherläuft, der fastet doch gar nicht. Sagt a.s. und das sind die, die nicht versetzt worden sind, am Ende der Ramadan-Schule, übermorgen oder nach 3 Tagen, wird ihm dann gesagt, sitzen geblieben. Warum? Du hast nur erreicht Hunger, Durst und Müdigkeit. Vom Gebet ist dir nur geblieben Müdigkeit, kein Hasanat, keine Belohnung, keine Raf'ud Darajat, keine gehobene Stufen, keine Maghfira, keine Vergebung, sondern Müdigkeit. Und vom vom Fasten ist geblieben, dass du 10 Stunden, 12 Stunden, je nachdem, wo du gelebt hast, 16 Stunden vom Essen und Trinken verhungert geblieben bist. Sonst hast du nichts bekommen. Damit das jetzt nicht passiert, liebe Geschwister in Islam, lernt die Geschichte des Fastens. Wie hat es angefangen? Das erzähle ich morgen. Um 19 Uhr machen wir hier ein Treffen, Präsentation, inshallah, wie alles angefangen hat. Ramadan ist eine Schule und dauert 2 Unterrichte, einmal morgen und einmal übermorgen, inshallah, weil wir wissen nicht, was am Freitag passieren wird, ob das Fasten zu Ende geht oder erst am Samstag, werden wir das dann wissen, inshallah. Aber morgen und übermorgen um 19 Uhr seid ihr alle herzlich eingeladen, hier an dieser Präsentation teilzunehmen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح